Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Phoenixboten. Heute befassen wir uns mal mit einem, wenn nicht sogar dem kontroversesten Thema in Ashes of Creation. Manche YouTuber denken, es wäre das Kampfsystem, andere das dauerhafte PvP in der Open World. Wir aber gehen da rein, wo es am meisten wehtut: unser Portemonnaie. Daher gehen wir heute mal etwas genauer auf die Monetarisierung von Ashes of Creation ein. Also dann, let's start! Fangen wir zunächst einmal wie üblich von ganz vorne an, nämlich wie das Spiel bisher finanziert wurde und wie es nach Release weitergehen wird. Wie in unserem ersten MMO-Liebe-Video bereits erwähnt, wurde das Studio Intrepid und das Projekt namens Ashes of Creation direkt von Stephen Sharif, dem Creative Game Director, gegründet und aus seinem Privatvermögen voll finanziert. Das an sich ist schon ein Ausnahmefall in der Spieleentwicklung. Normalerweise starten Indie-Entwickler mit einem überschaubaren Startkapital, um die ersten Entwürfe zu fertigen und diese auf Kickstarter zu werfen, um somit durch die Spieler mehr Geld zu sammeln und die Produktion anzukurbeln. Ursprünglich wollten wir euch hier eine kleine Historie der Entwicklung von Ashes aufstellen, bis wir merkten, dass es wahrscheinlich kein Schwein interessiert, wie sich das Spiel bisher finanziert hat. Dass es sich hier um keinen Scam handelt, wie man es aus anderen reinen Kickstarter-Entwicklungen wie Chronicles of Elyria schon kennt, sollte eigentlich allen klar sein. Ich meine, Steven wäre der schlechteste Scammer ever, wenn er erstmal mehrere Millionen selber in das Projekt steckt und dann hofft, mehr Geld rauszubekommen, als investiert wurde. Also, kommen wir wie gewohnt lieber direkt zum Punkt. Ashes kostet Geld. Es ist kein Free-to-Play-Titel mit Pay-to-Win Ingame-Shop à la nenne ein x-beliebiges Korea-MMO. Die gute Nachricht ist aber, dass Ashes unserer Meinung nach ein sehr vernünftiges Monetarisierungskonzept hat. Nach Release müssen wir kein Full-Price-Box-Paket kaufen, wo wir direkt mal 50 bis 60 Euro los sind und dafür dann einen Monat spielen dürfen. Nein, man zahlt nur monatlich die üblichen 13 bis 14 Euro. Und laut Steven werden kleinere Erweiterungen viertel- oder halbjährlich folgen und größere Updates wahrscheinlich einmal pro Jahr. Auch hierfür werden wir nicht mehr zahlen müssen, außer unseren Monatsbeitrag. Und das wiederum ist tatsächlich einzigartig. Wir selber haben die Erfahrung mit The Elder Scrolls Online gemacht. Wie nervig es sein kann, nach einer längeren Pause wieder ins Spiel zu kommen und man dann erstmal 2 Vollpreiserweiterungen kaufen darf. Man dann noch schauen muss, was bei den vierteljährlichen DLCs Wichtiges dazugekommen ist, was man dann auch noch bezahlen darf. Oder man merkt, dass man ohne Crafting-Beutel ohnehin aufgeschmissen ist und macht gleich das ESO Plus Modell, wo wir monatlich Abo zahlen, um Zugriff auf kleinere DLCs und Komfortfunktionen zu haben. Heißt, man zahlt für das Spiel, das man schon als Vollpreis gekauft hat, regelmäßig wieder einen Vollpreis plus monatliche Gebühren. Und dann gibt es natürlich auch noch den Ingame-Shop für Cosmetics und andere nützliche Sachen. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, nun, warum ist dann die Monetarisierung von Ashes so kontrovers, wenn wir doch nur monatlich zahlen und sonst nichts? Nun, zum einen wird auch Ashes nach Release einen Ingame-Shop haben für Cosmetics. Nicht schön, aber heutzutage auch nichts Ungewöhnliches. Und bevor ihr fragt, nein, Seasons sind nicht geplant. Am meisten scheiden sich die Geister derzeit über die aktuellen Vorbestellerboxen. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen auf der offiziellen Ashes of Creation Homepage. Da haben wir mit $375 von extrem teuer bis $75 für einen regulären Boxpreis alles dabei. Was unterscheidet die Boxen? Nun, in erster Linie die verschiedenen Zugänge zum Spiel. Mit $375 gab es damals den Alpha 1, Alpha 2 sowie Beta 1 und Beta 2 Zugang. Obendrauf dann noch Skins für Rüstung, Freehold, Karawanen, Reittiere, Pets und einen Gegenstand wie zum Beispiel Umhänge. Dazu noch Spielzeit und tonnenweise Premium-Währung für den Ingame-Shop sowie eine Namensreservierung. Zieht man den Wert für Spielzeit und Währung ab, bleibt ein Restbetrag von $116, den wir für die Zugänge und die Cosmetics zahlen.
Das Ganze stuft sich dann von Paket zu Paket weiter ab. Weniger Spielzeit, weniger Zugänge, weniger Cosmetics und so weiter. Das Problem, woran sich viele stören, sind hier aber tatsächlich eher die Cosmetics. Diese wechseln monatlich und sind auch nur für diese Zeit verfügbar. Danach wird man diese nie wieder erhalten können. Es soll zwar später ähnliche Skins geben, aber wenn ihr zum Beispiel den Rüstungsskin haben wolltet, der so sehr an die Nachtwache von GOT erinnert, dann seid ihr jetzt schon zu spät dran. Den gab's nämlich nur im Dezember 2019. Intrepid wurde so zum Beispiel vorgeworfen, die Kunden unter Kaufzwang zu setzen, weil sie was verpassen, wenn sie die Skins nicht jetzt kaufen, wo es sie gerade gibt. Ein weiterer Vorwurf war, dass das Erstellen dieser Skins Ressourcen kostet, welche das Team lieber in die Entwicklung stecken sollte. Diesen Punkt können wir aber entkräften. Bei den monatlichen Skins, die wir hier sehen, handelt es sich um Assets, welche das Team zu dem Zeitpunkt bereits ins Spiel gebracht hat. Zum Beispiel sind die Rüstungsskins die gleichen, die manche NPCs tragen werden. Heißt also, hier wurde kein extra Team für beauftragt, sich verkaufbare Skins zu überlegen, sondern es wird mit dem gearbeitet, was ohnehin schon entwickelt wurde. Ein weiterer Grund, warum wir dieses Thema heute besprechen, ist zudem, dass Steven im letzten Livestream angekündigt hat, den Verkauf der Alpha 2 Zugänge demnächst zu stoppen, da sie inzwischen schon eine große Anzahl an Voranmeldungen erreicht haben. Es wird aber noch frühzeitig bekannt gegeben, wann dies der Fall ist. Und damit wir uns hier nicht falsch verstehen, wir möchten keine Panik oder einen Zwang erzeugen, dass man sich jetzt noch schnell einen Alpha 2 Zugang besorgen soll. Im Gegenteil, wir vertreten hier eher Stevens Meinung. Jeder, der den Wunsch hat, Ashes so früh wie möglich testen zu können, um Steven und dem Team mit Feedback zu helfen, ist äußerst willkommen. An dieser Stelle, wir freuen uns außerdem auch sehr über das bereits schon rege Interesse an unserer Alpha-Gilde. Wer aber noch mit sich hadert und sich nicht sicher ist, ob Ashes was für ihn ist oder nicht, sagen wir ganz klar, lasst die Finger von dem Alpha 2 Zugang. Wenn man früher einsteigen will, genügt auch der Beta 2 Zugang für $75. Oder man wartet bis zum Release und zahlt nur den Monatsbeitrag. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Video einige Bedenken zerstreuen und euch darüber informieren, worauf ihr euch einlasst. Bis zum Release ist noch ein langer Weg und wir werden uns auf jeden Fall sehen. Sei es nun in der Alpha oder eben erst später zum Release. In diesem Sinne war es das dann erstmal von uns. Und damit sage ich ciao ciao, bis zum nächsten Mal.